Die Europäische Union und dort im Grunde alle Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu realisieren. Das Gebäudeenergiegesetz ist ein Teil der rechtlichen Umsetzung dieser Zielsetzung in Deutschland. Es besteht grundsätzlich aus zwei wichtigen Teilen. Zum einen legt es fest, wie Gebäude, die neu gebaut oder saniert werden sollen, gedämmt werden müssen. Das ist wichtig für uns alle, denn jede Kilowattstunde Energie, die nicht erzeugt und verbraucht wird, müssen wir auch nicht bezahlen. Zum anderen geht es natürlich darum, wie die restliche Wärmemenge bereitgestellt werden soll. Und dort ist klar, dass mit steigenden CO2-Preisen Erdöl, Erdgas immer teurer werden. Und damit ist es die Pflicht, die Aufgabe unseres Staates, uns Bürger und Bürgerinnen zu schützen, in falsche Heizungsanlagen zu investieren. Daher wurde im Gebäudeenergiegesetz festgelegt, dass mindestens 65% der Energieverbräuche für die Wärme zukünftig aus Erneuerbaren stammen sollen. Dabei verbietet das Gebäudeenergiegesetz keine Lösung, die dieses Ziel erreicht. Es gibt allenfalls Beispiele dafür, wo Sie keinen Einzelnachweis berechnen lassen müssen. Dies wären zum Beispiel ein Anschluss an ein erneuerbares Wärmenetz, Wärmepumpen, Biomassekessel oder auch Kombinationen davon. Natürlich ist es auch erlaubt, erneuerbare Öle und Gase einzusetzen. Diese werden zukünftig aber wahrscheinlich sehr teuer sein, sodass dies nicht unbedingt empfehlenswert ist. Wie und welche Optionen tatsächlich die sinnvollsten sind, erkläre ich euch gerne in einem weiteren Video. Danke.